Hallo zusammen, ich bin der Niklas. Herzlich willkommen zum Pöttinger Talk. Wir haben heute den Stefan Ackermann der Firma Pöttinger zu Gast. Auf der anderen Seite wieder der Stefan Maurus, weiterhin mit dabei. Wir sprechen heute mal ein bisschen über die Kooperation und allgemein die Integration von der Marke Pöttinger in das kommende Alpine Add-on, das am 12. November erscheinen wird. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Stefan Ackermann. Ich bin bei Pöttinger Landtechnik für das Produktmanagement verantwortlich und ich habe heute die Ehre, dass ich euch ein bisschen die alpine Landtechnik näher bringen darf. Pöttinger hat natürlich auch schon eine sehr lange Tradition bei uns im Spiel. Sie waren erstmals 2009 bei uns im Landwirtschaftssimulator, als wir das Grünland eingefügt haben ins Spiel, und da ist natürlich Pöttinger der perfekte Partner dazu. Und ja, bei Pöttinger steht auch ein Jubiläum an, nächstes Jahr habe ich gehört. Genau, ja, wir feiern nächstes Jahr 150 Jahre Jubiläum. Also die Firma Pöttinger gibt es doch schon relativ lange. Es ist ein Familienunternehmen, welches seinen Sitz in Grieskirchen in Oberösterreich hat. 1871 gegründet, natürlich damals noch nicht unbedingt mit Landtechnik, sondern halt mit teilweise Getreidemühlen und Getreideschneider, aber eigentlich ursprünglich war sogar ein Uhrmacher mit dabei, wie Pöttinger gegründet wurde. 1871. Wann ist man denn bei Pöttinger intern so, wann kam dieser Gedanke, lass uns doch mal wirklich landtechnisch was machen? Das hat natürlich schon eine lange Tradition, aber so richtig viel verändert hat sich so ab den 1950er Jahren, wie dann eigentlich wirklich die Mechanisierung in der Landwirtschaft Einzug gehalten hat. Also vor allem dann natürlich auch in der Bergmechanisierung hat sich sehr vieles geändert. Es sind dann immer neue Maschinen entwickelt worden, die halt die Arbeit der Bauern damals so massiv erleichtert haben. Also die Traktoren wurden immer leistungsfähiger. Und es brauchte natürlich dazu auch Maschinen. Und so ist natürlich für uns, nachdem wir trotzdem in einem sehr nahe der Berge auch zu Hause sind, war es dann natürlich auch naheliegend, für diese Kunden auch Maschinen zu entwickeln. Und darüber kam dann diese Spezialisierung oder diese allgemeine Spezialisierung, weil ihr macht ja auch andere Sachen, nicht nur alpine Regionen, aber diese Spezialisierung wirklich durch die... Und damals war natürlich auch die Hauptmärkte, wo Pöttinger aktiv war natürlich auch der Alpenraum, das war Österreich, die Schweiz, Deutschland, teilweise Südtirol. Das waren so die wichtigen Märkte ganz zu Beginn. Mittlerweile verkaufen wir aber unsere Maschinen in mehr als 60 Ländern, haben natürlich ein sehr großes Produktsortiment, wobei die Landtechnik fürs Alpine noch ein kleiner Teil davon ist. Also wir bieten wirklich ein breites Produktportfolio an für die alpine Landwirtschaft, aber auch für die Großflächenlandwirtschaft, wie sie eigentlich weltweit eingesetzt wird. 1950, auch schon ganz schön lange her. Damals gab es wirklich aber auch noch richtige Revolutionen, sag ich mal, in der Landwirtschaft. Und da hattet ihr auch so ein paar, die wirklich groß rauskamen. Genau, ja. Damals war schon die Zeit natürlich, wo man halt sehr viele Handarbeit durch Technik ersetzen hat können oder auch müssen. Und da war zum Beispiel so die Heuraupe war sicher so eine Maschine, die sehr vieles erleichtert hat. Also das heißt, das Heu oder das Gras zusammenschwaden am Hang ist mit der Heuraupe natürlich bedeutend leichter vonstatten gegangen, wie es vorher mit sehr viel Handarbeit notwendig war. Dann sind natürlich Entwicklungen gekommen wie der Ladewagen, dass das Futter einfach vom Feld zum Stall, zum Hof transportiert hat werden können, sind natürlich wichtige Meilensteine gewesen. Also wo es halt einfach wirklich darum gegangen ist, Pferd und Anhänger durch Technik zu ersetzen. Das sind sehr viele revolutionäre eigentlich Erfindungen gewesen. Generell eigentlich im alpinen Raum war das so, dass hier die Herausforderung natürlich noch größer gewesen ist, weil auf der ebenen Fläche etwas zu bewirtschaften ist bedeutend einfacher wie am Steilhang. Revolutionen, damals gab es davon wirklich noch viele. Heutzutage eher Evolution. Heutzutage sind unsere Maschinen so sehr weit entwickelt und die revolutionären Schritte sind die letzten Jahre sicher weniger geworden, aber wir haben es trotzdem immer wieder geschafft, auch mit sehr vielen Entwicklungen hier in einem Bereich auch revolutionäre Entwicklungen nach wie vor zu betreiben. Beispielsweise das Alpha Motion ist so ein Mähwerk, welches wirklich mit seiner Bodenanpassung besticht und alles bisher Dagewesene in den Schatten
gestellt hat. Das haben wir zwar auch schon vor einigen Jahren an den Markt gebracht, aber nach wie vor ein Highlight und jetzt mit dem neuen Alpha Motion Master eigentlich nochmals weiterentwickelt worden. Und da habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet im Spiel hier. Habe ich hier meinen kleinen Steyr auf dem Feld und davor haben wir das Novacat 301 Alpha Motion Master. Wir hatten so ein ähnliches Mähwerk schon bei uns im Spiel. Das war das Novacat 301 nur Alpha Motion und dieses Master ist eben dazugekommen. Das ist nochmal eine andere Version dieses Mähwerks. Genau, ja. Das Alpha Motion Master ist ein Mähwerk, das die Anbautechnik des Alpha Motions, des ursprünglichen Alpha Motions beinhaltet. Jedoch ist bei der Entwicklung darauf geachtet worden, dass der Schwerpunkt noch näher an den Traktor rankommt. Das heißt, ich kann jetzt auch dieses Mähwerk mit kleinen Traktoren fahren, habe die beste Bodenanpassung, so wie wir es hier eigentlich auch sehen, und trotzdem ein relativ leichtes Mähwerk, welches kompakt am Traktor angebaut werden kann. Das eignet sich natürlich perfekt hier für unsere alpine Landwirtschaftsmap. Da haben wir auch viele Felder, wo die Bodenanpassung wirklich notwendig ist und wo man auch das sehr gut sehen kann. Genauso wie bei dem hinteren Mähwerk, das wir hier dran haben. Genau, am Heck ist das Novadisk angebaut, eine Mähkombination, eine leichte Mähkombination, eigentlich auch speziell entwickelt worden für dieses alpine Gelände, wo ich mit einem leichten, kompakten Schlepper trotzdem eine sehr hohe Schlagfähigkeit erreichen kann. Weil man muss eines wissen, im alpinen Bereich ist vor allem das Gewicht der Maschinen und der Traktoren eines der wichtigsten Voraussetzungen, die es gibt. Das heißt, wir brauchen leichte Maschinen. Hier sehen wir jetzt nochmal die Bodenanpassung. Hier am Feldrand zum Beispiel sehen wir es sehr deutlich. Dann können wir auch schon zum nächsten Fahrzeug springen. Also wir haben hier natürlich noch mehr in unserem Safe Game vorbereitet. Hier drüben sieht man schon mal ein bisschen. Hier haben wir jetzt unseren Wender, der Top 8.9. Das ist eine etwas kleinere Version von dem, den wir schon im Spiel haben. Natürlich auch besser geeignet für diese alpinen Regionen, da er kleinere Arbeitsbreite hat und sich auch dann bisschen besser dem Boden anpassen kann. Der HIT 8.9T ist eigentlich eine Maschine, die auch wieder die Bedürfnisse dieser alpinen Landtechnik sehr gut erfüllt. Es ist eine gezogene Maschine, das heißt, ich kann die auch mit einem relativ kleinen Schlepper betreiben. Ich brauche hier etwa 50, 60 PS, damit ich mit diesem Gerät sicher arbeiten kann. Auch die Bodenanpassung ist beim HIT 8.9T wieder sehr hohes Augenmerk gelegt worden bei der Entwicklung. Wir haben diese Liftmatic Plus Aushebung, das heißt, der Kreisel kann sich sehr gut Unebenheiten anpassen. Da fällt mir auch gerade ein, da habe ich extra Videos online angeschaut beim Integrieren von dem Fahrzeug, wie der in echt aushebt, weil die Besonderheit ist ja, dass er zuerst gleichmäßig aushebt, damit die Zinken nicht in den Boden kommen. Also das ist die wichtige Eigenschaft von diesem Liftmatic Plus, ist ja so, dass sich der Kreisel zuerst in die Waagrechte stellt und dann nach oben geht. Also das heißt, es ist nie die Gefahr, dass sich der Zinken irgendwo im Boden einsticht. Und nachher sieht man auch jetzt hier wieder von hinten, wir haben eine sehr gute Bodenfreiheit, wo wir eigentlich sehr gut wenden können oder die Maschine im ausgehobenen Zustand bewegen. Okay, dann machen wir auch schon weiter mit der nächsten Kategorie, was wir haben. Nach dem Wenden kommt natürlich das Schwaden. Dort haben wir auch einen neuen Schwader von Pöttinger, das ist der Top 612C. Habe ich hier hinter meinem kleinen Bührer oder großen Bührer, der klein aussieht ohne Kabine, aber er ist eigentlich schon recht groß. Genau, dann können wir den hier einmal starten. Ja, beim Schwaden ist es auch im alpinen Gelände sehr wichtig, natürlich auch wieder die Bodenanpassung, wenig Futterverschmutzung, sind die wichtigen Eigenschaften, die diese Maschinen eigentlich erfüllen müssen. Der Top 612C ist unser kleinstes Modell, was die Mittenschwader anbelangt und vor allem im alpinen Gelände sehr beliebt, weil er eigentlich relativ leicht ist und so eigentlich auch mit den dort vorhandenen Traktoren sehr gut eingesetzt werden kann. Wir haben hier auch wieder unser Multitask-Tastrad vorne, dann gibt es Tandemachsen, innenliegende Tasträder, die eigentlich so eine optimale Bodenanpassung garantieren. Noch etwas, was sehr praktisch ist, auch im Spiel, ist die Wendigkeit davon. Also wir haben hinten die zwei Räder und wenn man mal genau drauf schaut, lenken die natürlich auch mit.
Also man ist hier auch sehr wendig, wenn man wieder in die nächste Reihe reinfährt. Also alle unsere Doppelschwader haben eine aktive Lenkung, das heißt, der Schwader lenkt mit und durch das ist eben folgt er sehr gut dem Traktor und ist sehr wendig am Vorgewende dann. An der Stelle ganz gut einzuwerfen, wir haben unsere Community hier aufgerufen, Fragen zu stellen. Ihr auch wohlgemerkt in eurer Twitter-Community. Eine davon war, wie viel Leistung denn für diesen Schwader benötigt wird. Bei diesem Modell ist es so, dass wir ungefähr 50 PS Leistung brauchen. Also das heißt, wir können hier wirklich mit relativ kleinen Traktoren den Schwader eigentlich auch betreiben. Das heißt, ideal eigentlich für die Zugfahrzeuge, die im alpinen Gelände eigentlich auch zu Hause sind. Genauso wie in echt ist es auch bei uns im Spiel. Man sieht es hier gerade im Shop. Es werden 50 PS benötigt. Und man hat hier gleich auch noch eine Reifenkonfiguration. Genau. Und man sieht auch eine Besonderheit, für die ganz detailliert schauen. Was wir bisher noch nicht im Spiel hatten, ist, dass die Zinken vom Schwader oben im zusammengeklappten Zustand in die Halterung reingesteckt. Der große Vorteil dadurch ist natürlich, dass die Höhe geringer wird und wenn man zum Beispiel im Spiel eine Halle hat, die nicht so hoch ist, kommt man mit dem Schwader natürlich super rein. Das gleiche haben wir auch bei dem anderen Pöttinger Schwader, den wir neu haben. Das ist ein Einkreiselschwader und der hat es genauso. Und bei dem ist auch der Vorteil, dass dann die Transportbreite reduziert wird, weil ein Einkreiselschwader schon relativ breit ist, auch beim Transport. Und was kommt natürlich nach dem Schwaden? Man muss die Schwaden natürlich auch aufsammeln. Da haben wir zwei Möglichkeiten mit dem neuen DLC. Also man hat einmal die Pöttinger Impress und hinten sehen wir auch den Ladewagen, da kommen wir gleich noch dazu. Pöttinger Impress, Pöttinger ist noch nicht lang mit Pressen, hat die erst vor ein paar Jahren vorgestellt und so wie ich gehört habe, sind die Kunden auch ziemlich beeindruckt von der Presse, von der Leistung davon. Genau, wir haben vor einigen Jahren haben wir mit dieser Entwicklung begonnen von unseren Impress-Rundballenpressen, die es als variable, aber auch als Festkammerpressen gibt, in Ausführung als Solopresse oder so wie jetzt hier eigentlich auch gezeigt, als Press-Wickel-Kombination. Und wir haben hier ganz klar auch bei der Entwicklung wieder darauf geachtet, dass wir auch Features eingebaut haben, die es beim Mitbewerber so nicht gibt, die einzigartig sind. Also ist beispielsweise der Lift-Up-Rotor, das heißt eine spezielle Anordnung der Messer und des Rotorsystems. Das heißt, die Messer liegen oben dem Rotor und nicht wie sonst eigentlich üblich unter dem Rotor. Das heißt, die Maschine ist viel besser zugänglich, hat viel einfachere Wartung. Der Kurzschnitt ist auch ein wichtiges Thema, was wir bei der Impress ganz wichtig hervorheben möchten. Das heißt, wir können bis zu 32 Messer einbauen und garantieren so eigentlich einen extremen Kurzschnitt, auch bei Rundballen, was dann wieder für die Weiterverarbeitung der Rundballen oder für die Fütterung große Vorteile bietet. Hier ist jetzt die Impress, die Festkammer-Kombination, die F125 in der Ausführung als Press-Wickel-Kombination. Hinten, also vorne wird der Ballen gepresst, hinten gewickelt. Jetzt dann auch neu, dann direkt auch mit einer Mantelfolienbindung. Das heißt, dass die direkt auch schon Folie verwendet wird, um die Ballen zu binden. Also was wir hier auch sehen bei dieser Version der Impress, das ist dieser Ballenaufsteller. Der ist vor allem natürlich auch wieder im alpinen Gelände sehr wichtig, weil ich natürlich dort so die Ballen auf die Stirnseite stellen kann und die Gefahr, dass sie wegrollt, ist natürlich viel weniger da. Das ist ein nettes Feature, glaube ich, für diese Presse und im alpinen Bereich natürlich von enormer Wichtigkeit. Genau, das wurde bei uns in der Community auch immer wieder gewünscht, dass wir solche Ballendreher bei uns im Spiel implementieren. Haben wir jetzt schon mit dem letzten DLC bei einem Wickler gehabt und haben wir jetzt natürlich hier auch zum ersten Mal bei uns im Spiel bei einer Press-Wickel-Kombination. Und dieser lässt sich natürlich auch im Shop konfigurieren. Also wer den nicht zwingend braucht, könnte sich hier noch 2.000 Euro sparen. Können wir kurz nach hinten schauen. Und dort sehen wir dann, dass man den hier dazu kaufen kann für 2.000 Euro extra. Natürlich, wie bei allen anderen Entwicklern, kann man hier auch die Folienfarbe einstellen und man kann auch noch andere Reifen auf die Presse machen, wie es mittlerweile üblich ist. Und jetzt sehen wir hier gerade schon den Ballendreher, der ist jetzt ausgefahren, also nach dem Wickeln fährt er automatisch aus und dann können wir den Ballen mal entladen und dann sehen wir,
dass er so zur Seite gedreht wird. Und danach fährt er natürlich wieder in seine Transportposition und ja, genau, damit er platzsparend dann aufbewahrt wird und nicht beim Straßenverkehr stört. Nun ist die Impress ja ein komplett neues Produkt von euch, sprich Ballenpressen hattet ihr vorher nicht im Portfolio. Auf was für Erfahrungen oder was für Berichte von Kunden oder Händler greift man da eigentlich zurück oder greift ihr zurück in der Entwicklung von sowas? Das ist natürlich eine ganz wichtige Aufgabe und vor allem jetzt bei uns im Produktmanagement ist das eigentlich die Hauptaufgabe, die Wünsche und Anforderungen der Kunden auch in die Produkte hinein zu bringen. Und deswegen muss ein Produktmanager viel bei den Kunden sein, er muss viel unterwegs sein, muss viel mit den Leuten reden, muss dabei sein, wenn sie mit den Produkten arbeiten, damit man sieht, ja, was ist wichtig, was ist dem Kunden wichtig. Natürlich kriegen wir auch wieder Input von unseren Händlern und Importeuren, aber wichtig ist ja eigentlich schon, die Anforderungen der Kunden zu verstehen und diese dann natürlich in ein Produkt dann auch rüberzubringen. Klar haben wir natürlich dann auch wieder Meetings mit Kunden. Wir laden gewisse Kunden dann ein, wenn es darum geht, mit Prototypen zu arbeiten oder auch zu besichtigen, ein Feedback zu holen, wenn wir etwas entwickelt haben. Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, dass wir ständig eigentlich auch mit Usern von unseren Produkten eigentlich in Kontakt sind. Also wir entwickeln unsere Produkte nicht im stillen Kämmerchen und sagen dann, so, jetzt ist es fertig, sondern das ist eine ständige Kommunikation mit Kunden und Händlern. Und wie der Stefan gerade schon erwähnt hat, haben wir die Presse natürlich auch als Solo-Presse ohne Wickler. Wenn man sich ein bisschen Geld sparen möchte und nicht unbedingt den Wickler braucht, kann man hier im Shop, sehen wir die 125F, also ohne dieses C, was für die Kombination steht aus Presse und Wickler. Und die gibt es dann für 66.000 € bei uns im Spiel und benötigt dann halt auch weniger Leistung, also nur 120 PS. Wir wollen das Gras natürlich nicht immer pressen, wir wollen es auch teilweise mit dem Ladewagen einsammeln und da haben wir natürlich auch von Pöttinger Produkte im neuen Add-on. Und hier haben wir unseren Lindrak 130 und hinten dran sehen wir den Pöttinger Boss Alpine. Auch ein spezieller Ladewagen für den alpinen Raum. Das System Ladewagen, das Ernten mit dem Ladewagen ist gerade im alpinen Bereich sehr, sehr weit verbreitet. Das ist eine sehr gängige Art, das Futter, vor allem Heu, einzubringen. Beim Boss Alpine beispielsweise sind auch wieder sehr viele Eigenschaften, die wir schon von den anderen Produkten kennen, sehr wichtig. Also auch wieder das Gewicht ist sehr, sehr wichtig. Auch die Bodenanpassung, der Pickup, die Aufnahmebreite sind wichtige Eigenschaften, die für so einen Ladewagen eigentlich sprechen. Also Ladewagen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Ernteverfahren im alpinen Gelände und hier können wir auch wieder mit verschiedenen Modellen auf individuelle Kundenwünsche auch eingehen. Und wir haben natürlich nicht nur diese Maschinen, die wir jetzt gezeigt haben von Pöttinger in dem neuen Add-on, sondern eine ganze Menge neue Maschinen. Können wir im Shop einfach mal kurz gucken in der Kategorie Pöttinger. Und dort sehen wir eine ganze Menge an neuen Maschinen. Natürlich alle speziell auch für diese Map, also eher spezielle Maschinen für den alpinen Raum. Und wo wir gerade auch bei dem Ladewagen Boss Alpine waren, hier auch noch 2 größere Ladewegen. Hat bei uns im Spiel schon seit längerem mal wieder gefehlt, ein größerer Ladewagen von Pöttinger. Auch persönlich mein Favorit, der Faro 4010. Aber natürlich auch die Pressen und ja, sehr viel auch spezialisiert auf die Grünlandtechnik. Zum Thema Grünlandtechnik gab es noch eine Frage aus der Community. Und zwar war Pöttinger ja früher wirklich auf diesen Bereich Grünlandtechnik spezialisiert. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Mittlerweile seid ihr auch sehr groß im Bereich der Bodenbearbeitungstechnik. Wie oder wann kam dieser Umschwung und wie kam das zustande? Also der Umschwung hat eigentlich schon eine längere Geschichte. Also es wurde dann, glaube ich, 1976 wurde die Pflugfabrik in Landsberg übernommen. Und das war eigentlich schon mal ein Schritt auch wieder in Richtung Bodenbearbeitung. Das hat man mit Pflügen angefangen. Dann ein weiterer Schritt war dann sicher auch, dass man das Sätechnikwerk in Bernburg übernommen hat. Dort werden unsere Sämaschinen gebaut. Und so haben wir mittlerweile auch ein recht breites Produktportfolio in Richtung Bodenbearbeitung, also Pflüge, Grupper,
Scheibennecken, aber auch sehr viele verschiedene Sämaschinen. Das heißt, wir sind jetzt der Spezialist eigentlich für Grünland, aber auch für Bodenbearbeitung und Sätechnik. Nachdem sich die Firma Pöttinger in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch so sehr entwickelt hat mit den neuen Bereichen, sage ich mal, was kann man da noch in der Zukunft erwarten? Noch weiter expandieren, noch mehr Maschinen? Die Zukunft, die vor uns liegt, ist natürlich sehr, sehr spannend. Wir haben vorhin gesagt, die revolutionären Entwicklungen waren die letzten Jahre nicht mehr ganz so da. Also, sie waren die 50er, 60er, 70er Jahre bedeutend mehr. Aber ich denke, dass sich die Zukunft die nächsten 10 Jahre doch einiges ändern kann. Also die Digitalisierung ist in der Landwirtschaft schon sehr weit vorangeschritten, wird aber auch immer mehr noch werden. Auch die Produkte an sich werden sich verändern. Hier wird auch einiges von Pöttinger zu erwarten sein. Die Details kann ich jetzt logischerweise noch nicht ganz so erklären. Aber ich denke schon, dass die nächsten 5, 10 Jahre sehr entscheidend sein werden, auch für die Landtechnikindustrie, die sich hier auch teilweise auch neu erfinden oder zumindest neu finden muss. Wenn wir vom Thema Digitalisierung sprechen, da gab es nämlich noch eine Frage, wie die Kooperation oder die Zusammenarbeit mit uns, mit Giant Software wirklich abläuft. Kannst du da von eurer Seite so ein bisschen, nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber so ein bisschen erklären, wie das bei euch abläuft? Also für uns ist natürlich diese Zusammenarbeit sehr, sehr wichtig und ich denke, es ist auch eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir arbeiten das eigentlich immer in einem Team aus bei uns. Was wären so mögliche Produkte? Was gibt es vielleicht, wo wir uns noch auch einbringen möchten? Dann ist natürlich das auch eine enge Zusammenarbeit mit unserer Entwicklungsabteilung, gewisse Daten auch zur Verfügung zu stellen, um diese dann eigentlich so fertig zu bringen, dass sie perfekt dann auch in den Simulator hineinpassen. Das heißt, wir können an der Stelle auch schon mal verraten, Zusammenarbeit mit Pöttinger wird auch in den kommenden Spielen auf jeden Fall noch weiterhin vorhanden sein. Absolut, ich denke, da können wir die nächsten Jahre noch etwas erwarten. Stefan, danke, dass du uns heute den Einblick in das neue kommende Add-on gewährt hast. Stefan, auch nochmal vielen Dank, dass du heute extra hergekommen bist. Es waren sehr viele interessante Themen dabei, viele Dinge, die unsere Zuschauer bestimmt auch noch nicht wussten. Ja, vielen Dank, dass ich heute habe hier sein dürfen und ich wünsche allen viel Spaß mit dem neuen Add-on.